Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit, die zweite Waffe, die wir als Mentors Guild für Assassin's Creed Valhalla designt haben, ist jetzt im Spiel erhältlich und die schauen wir uns heute an. Auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides und ihr wollt sie sicherlich nicht verpassen, dementsprechend lohnt sich auf jeden Fall ein Abo für euch. Danke schon mal für den Support. Doch um welche Waffe dreht es sich eigentlich und wie kam es, dass wir das designt haben? Naja, ich halte es mal ganz kurz. Wir haben vor 4 Monaten gemeinsam mit dem Entwicklerteam von Ubisoft eine Waffe designen dürfen. Alle Erklärungen dazu, wie das abgelaufen ist und so weiter, das bekommt ihr hier in diesem Video. Schaut es euch gerne mal an, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede. Und eine Waffe, die gibt es ja schon eine Weile im Spiel. Zumindest ist sie für uns Mentoren erhältlich, für euch dann auch, nämlich die Astralklinge. Zufälligerweise habe ich dazu auch ein Video gemacht und das findet ihr auch hier oben in der Infobox, in der Infokarte. Und das sollte eigentlich mit dem nächsten bzw. übernächsten Update auch für euch da sein. Und heute hat uns das Community-Team mitgeteilt, dass die zweite Klinge, die wir designt haben, endlich im Spiel auch erhältlich ist. Und jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal in einem kleinen First Look an. Und das ist sie, die Klinge des Valraven. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Klinge, die extrem gut in das Universum von Assassin's Creed Valhalla passt. Und 6 Details werde ich euch heute erzählen, die euch als Fans freuen werden, als Fans der Lore und als Fans der Reihe. Zum einen natürlich der Name, Klaue des Valraven. Was ist Valraven? Valraven ist eine Kreatur, halb Rabe, halb Wolf. Natürlich eine Tribut an halb Rabe, an den Rabenclan von Eivor und an ihr selbst, nämlich die Wolfgeküste und daher nochmal ein kleiner Tribut an die Hauptfigur von dem Spiel Assassin's Creed Valhalla. Ein weiteres Detail befindet sich auf der Klinge selbst und zwar nordische Runen, die das Wort Gilde ergeben. Ja, natürlich Mentors Guild, Mentorengilde, wir sind ja eine Gilde und in Kombination mit den Details, die wirklich endlich mal Ubisoft wirklich so geil sind, die wirklich so gut passen, die sagen, seine Runen erzählen von einer geheimnisvollen Gilde, die den furchterregenden Valraven verehrt. Bam. Das kann alles bedeuten, schön verallgemeinert. Ich finde, sie meinen damit die Assassinen, könnten sie meinen. Sie meinen damit definitiv uns als Mentors Guild, die daran teilgenommen hat an dem Designprozess. Und einfach klasse. Super gut. Auf jeden Fall eine bessere Lore als die von der Astralklinge, muss ich echt sagen. Weil die Lore, die sich das Team damals ausgedacht hat, die war definitiv besser. Aber klar, sie können nicht alles einbauen und so ist das ein guter Kompromiss. Finde ich klasse gemacht. Ja, ein Dränger-Daumen nach oben. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann könnt ihr mir auch auf jeden Fall einen Dränger-Daumen nach oben geben. Da würde ich mich sehr freuen für den Support. Das nächste Detail ist dann tatsächlich die Parierstange, die natürlich das Logo, das Valhalla-Logo von Assassin's Creed hat. Hier habt ihr quasi nochmal einen kleinen Vergleich. Ja, so sieht es hier quasi aus. Und das Logo haben sie dann einfach dort eingebaut. Finde ich mega, mega schön und passt doch halt einfach und sieht auch nicht zu übertrieben aus. So. Das letzte Detail, beziehungsweise die letzte Sache, ist der Knauf. Und dort sehen wir die 2 Raben von Odin. Und ich denke, das passt auch natürlich mit dem Bezug zu Eivor. Ich habe es auch schon in meinem ersten Video erzählt, wo ich euch erklärt habe, was wir gemacht haben bei diesem Design-Team und was wir da produziert haben. Denn, wenn wir uns mal die erste Zeichnung anschauen von unserem Team, wo wir eine Stunde Zeit hatten, um Schwert zu designen, dann sehen wir, dass unser Team auch diese Art von Knauf designt hat. Denn, ich sag jetzt einfach mal, natürlich ist es nur meine Einbildung wahrscheinlich, aber die Idee von dem Knauf, den wir geteilt haben, weil wir haben dann alles geteilt nach der Stunde, hatten danach nochmal eine Woche Zeit, dann die Waffe komplett zu designen, die hat das Team 7 inspiriert, auch zu sagen, hey, wir machen auch einen Knauf und ich finde, das war eine gute Idee, dass wir das geteilt haben, denn ich finde, es ist eine klasse Sache. Man könnte also sagen, ich habe auch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Oh mein Gott, okay, habe ich das gerade wirklich gesagt. Anyway, aber machen wir weiter, denn die Waffe sieht nicht nur gut aus, sondern die ist auch gut im Kampf und hat ein paar interessante Sachen. Denn ich finde es ja immer sehr, sehr interessant, wenn die Stats so leicht generisch sind. Ich finde, dann kann man sie halt mit vielen Sets kombinieren. Und hierbei ist der Nahkampfschaden beim Abschluss erhöht. Der Abschluss, und das verstehe ich jetzt darunter, ist, wenn du zum Beispiel 3 leichte Angriffe in Folge machst, beziehungsweise 2 leichte und 1 schweren in Folge. Ja, das Ganze geht 10 Sekunden und in diesen 10 Sekunden danach hast du einen Bonus von 15 Nahkampfschaden.
ist jetzt nicht so ganz so viel, aber Nahkampfschaden zählt halt wirklich für alles. Und ich glaube, du kannst es halt stapeln, wie du willst. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwie ein Limit hat. Ich bin mir sicher, du kannst es irgendwie stacken, unlimited, weil sonst würde das ja da stehen. Ja, hier im Kampf mit der Astralklinge gemeinsam machen wir das Lager kurz leer und ich finde, es war ein schöner Kampf, es waren schöne Kämpfe. Es ging leicht von der Hand, es ist eine extrem schnelle Klinge, finde ich, und es macht sehr viel Spaß, mit der zu spielen. Mal gucken, wie sie sich dann ja, schlägt, wenn ihr die auch in der Hand haben könnt. Und da erzähle ich euch jetzt was, denn ähnlich wie bei der Astralklinge müsst ihr euch leider noch gedulden. Das ist ein bisschen ein kleiner Bummer, aber ja, ich denke mal auch mit dem nächsten Update werdet ihr die Möglichkeit haben, beziehungsweise übernächsten Update diese Klinge zu bekommen, denn ich finde, das ist auf jeden Fall jetzt rein vom Gefühl her, vom optischen, wie es wirklich im Game aussieht, die beste Klinge. Von den beiden zumindest. Aber die einzig wahre Klinge ist natürlich die Klinge von Team 5, nämlich Hofur. Schaut euch an, das Video. Ja? Hier nochmal nur ein ganz kleines Bild, denn so sah unsere Klinge aus. Inspiriert von dem Bifrost, ja, der Regenbogenbrücke in Asgard. Aber wer wissen will, was für eine Lore dahinter steckt, der schaut sich gerne an. Und Lore ist ein gutes Stichwort, denn das Team 7 hatte zu dieser Cloud des Valraven auch eine eigene Lore kreiert und die teile ich jetzt nochmal mit euch. Die Lore hatte zwei richtig krasse Dinge, die nicht im Spiel sind. Zum einen eine Geschichte und zum anderen einen leuchtenden Effekt, der leider nicht drin ist im Game. Also ich habe es zumindest nicht gesehen. Und zwar kehrt Eivor nach Hrefnatop zurück, nachdem er Irland befreit hat von den Kindern der Danu. Und Azar bzw. Heitam gibt ihm dann als Dank für diese Befreiung ein Schwert. Ja, und dieses Schwert bekommt er dann quasi, beziehungsweise sie, aber ich habe mit dem männlichen Charakter gespielt, deswegen bezeichne ich ihn immer männlich. Die Klinge ist extrem leicht und wurde aus Damaskusstahl gemacht, einem sehr qualitativ hochwertigen Stahl, und hat natürlich die Eigenschaften, die wir ja schon in der Klinge gesehen haben, wie sie jetzt auch im Game ist. Ja, außerdem gibt es noch interessante Perks, denn die Perks, die unser Team 7 sich vorgestellt hat, waren folgende. Ja? Nach 5 aufeinanderfolgenden Treffern, ohne selber getroffen zu werden, führte die nächste Attacke dazu, dass der Gegner schlafen gelegt wird. Auch ganz cool. Und mit jedem Schlag leuchtet das Wort Gilde. Ja? Diese Runen leuchten mit jedem fortgeführten Schlag auf. So ein leichter Glow, so ein Ice Glow, das wurde leider nicht durchgeführt, aber ich kann euch mal eine Animation zeigen, wie sich das Team 7 das Ganze vorgestellt hat. Ziemlich coole Sache auf jeden Fall, ziemlich coole Klinge, Team 7, ja, Props auf jeden Fall für dieses Design. Da ist auch sogar schon ein 3D-Modell in Arbeit, Leute, also wir werden das vielleicht irgendwo gleich bald physisch bei einem Cosplayer sehen. Das fände ich verrückt. Und diese Klinge will ich auf jeden Fall haben. Also Team 7, wenn ihr das seht, ich bezahle auch dafür. Anyway, das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne Liebe und Support da. Und natürlich, wenn ihr eh schon abonniert habt, dann gerne natürlich noch den Drängerdaumen dazugeben. Die Glocke aktivieren, aber das habt ihr ja auch schon gemacht. Ja, Eivor, die haben schon die Glocke aktiviert, oder? Das ist einfach fantastisch. Danke. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.